Problem Nummer 6. Ich habe ein Stück eingeübt und verspiele mich trotzdem immer im entscheidenden Moment, wenn ich jemanden etwas vorspiele, also dem Klavierlehrer. Also zum Beispiel, einige haben geschrieben, ja, ich übe das, konnte es zu Hause perfekt und dann war ich im Klavierunterricht, wollte das meinem Klavierlehrer vorspielen und dann habe ich mich immer verspielt. Oder andere sagen, immer wenn ich Lampenfieber bekommen habe, konnte ich es plötzlich nicht mehr. Und andere schreiben, ja, an dieser einen Stelle verspiele ich mich immer und immer wieder, nur an dieser einen Stelle. Ja, also da muss ich dazu sagen, das Problem kommt ganz einfach davon, auch wenn du sagst, zu Hause konnte ich es perfekt spielen und ich habe es richtig geübt. Richtig geübt ist es dann noch nicht. Also übrigens ist es es wird so in dieser Form, was ich jetzt sage, sehr, sehr oft nicht unterrichtet und nicht erwähnt. Nämlich zum Beispiel, ich hatte damals eine russische Klavierlehrerin, sie war eine hervorragende Pianistin, es war die jüngste Professorin an der Musikhochschule Düsseldorf. Ich hatte bei ihr privaten Unterricht und eigentlich war sie auch eine gute Lehrerin hier dieser russischen Schule. Gut, möchte ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Aber was ich nie verstanden habe, dass sie mir selbst diese Sache nicht erklärt hat. Nämlich, was mir erst viel, viel später aufgefallen ist. Selbst wenn man etwas nach Noten einstudiert und trotzdem immer die Noten dann selbst nach dem Lernen immer noch vor sich hat, dann hat man es nicht richtig geübt, weil man es nämlich auswendig lernt. Auch wenn du sagst, nein, ich lerne das nicht auswendig, doch, sobald du nach Noten etwas einübst, also nicht vom Blatt spielst, sondern wirklich übst, lernst du es zumindest im Unterbewusstsein auswendig. Ja, die Alternative ist, du kannst sehr, sehr schnell lesen und kannst den Notentext sofort erfassen. Das können aber nur ganz wenige, zumindest jetzt hier in der Community, in der wir uns aufhalten. Nämlich, sobald du nach Noten etwas einübst, prägst du es dir ein. Du lernst es im Unterbewusstsein auswendig. Und man braucht dann die Noten oft an einigen Stellen. Ja, ich brauche hier die Noten nochmal, um mir an der einen Sache noch was in Erinnerung zu rufen, nochmal als Stütze. Aber wirklich richtig geübt hast du es erst, wenn du auch das auswendig hast. Deswegen, mein Tipp ist, wenn man etwas nach Noten einstudiert, es sofort von Anfang an auswendig zu lernen. Es ist die effizienteste Möglichkeit. Ja, an keiner anderen Stelle lernst du es so schnell wirklich auswendig wie beim sofortigen Erlernen des Stückes. Also was lernt man? Man lernt ja sowieso die Technik, also die Finger entsprechend zu bewegen und man lernt den Notentext zu spielen, zu behalten, ja, auswendig. Und das Sinnvollste ist es, direkt am Anfang auswendig zu lernen. Ja, klar kann man das später, aber die meisten machen es dann sowieso nicht mehr und es dauert dann noch mal länger. Also direkt von Anfang an auswendig lernen ist eine ganz wichtige Sache und ja, dann bleibt dir auch nichts anderes übrig, als wirklich alles auswendig zu üben. Und die Sachen, die du halt nicht auswendig kannst, wo du sagst, ja, aber an dieser Stelle brauche ich noch Noten, die hast du nicht richtig geübt und an diesen Stellen wirst du dich immer wieder verspielen, wenn du Aufregung hast, wenn du irgendwie etwas vorspielst, wenn die Situation irgendwie anders ist, wenn du an einem anderen Instrument sitzt. Ja, da kann ich dir versprechen, dass du dich da verspielen wirst, wenn du es dir nicht vorher richtig eingeprägt hast. Wenn du jetzt sagst, nein, ich habe so Probleme, mir die Sachen einzuprägen, hey, keine Sorge, ich weiß, je älter man wird, ich werde auch langsam älter, desto schwerer fällt einem das. Allerdings, wenn man es konzentriert macht in kleinen Abschnitten, und auch mit einigen Methoden, die ich auch in meinen Videos vorstelle, dann geht es einfacher, als man denkt. Und jeder kann das. Ja? Also wenn nicht eine gesundheitliche Ausnahmesituation vorliegt, natürlich. Ja? Aber sonst jeder gesunde Mensch kann sich das auf jeden Fall einprägen, auswendig lernen. Und wenn das der Fall ist, dann verspielst du dich auch nicht mehr. Ja, die Methoden, dass das Ganze wirklich richtig gut auswendig gelernt wird, sind ein bisschen umfangreicher, aber da empfehle ich dir ja einen meiner Kurse. Noch eine zweite Sache, die ich in dem Fall erwähnen möchte, ist, schau mal einem Konzertpianisten zu, der
keine Ahnung, ist eigentlich egal, welcher große Konzertpianist, da gibt es keinen, der nach Noten spielt. Keiner hat Notenblätter vor sich. Wieso? Weil sie die Stücke eingeübt haben und wenn sie sie eingeübt haben, haben sie sie auswendig eingeübt. Und die Noten würden denen gar nichts mehr bringen. Ja, wenn man irgendein Klavierkonzert spielt und da ist eine Sache nicht richtig eingeübt, nicht richtig eingeprägt, dann würden auch die sich in der Situation verspielen. Also es kann kein Mensch, je nachdem wie umfangreich die Stücke werden, kann kein Mensch den Notentext mehr so schnell erfassen, in Echtzeit. Ja, es muss einstudiert werden heißt auswendig gelernt werden. Ja, eine Erkenntnis, die ich mir damals gewünscht hätte, hätte mir das meine russische Klavierlehrerin beigebracht. Das hätte mir sehr viel Nerven erspart, sehr viel Übezeit erspart und ich hätte mich auch viel seltener verspielt im entscheidenden Fall, im entscheidenden Moment. Ja, trotzdem eine Sache, eine menschliche Sache, die ich jetzt noch hinterher schieben möchte. Ich kenne keinen Musiker, der sich nicht verspielt. Es ist völlig menschlich, dass man Fehler macht und auch, dass man sich verspielt. Ja? Jeder professionelle Pianist verspielt sich, jeder professionelle Musiker verspielt sich. Und die Sache ist, das Publikum merkt es halt oft nicht. Wieso? Das Publikum weiß halt entweder nicht, was der Künstler ursprünglich beabsichtigt hatte, was er wollte. Ja, und wie kann das Publikum etwas vermissen, wenn es gar nicht kennt? Ja, also was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Oder weil der Künstler es einfach geschickt kaschiert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die meisten Fehler, die Musiker machen, hört der Zuhörer nicht. Und deswegen brauchst du dir da gar keinen Kopf zu machen, wenn du dich einmal verspielst. Es ist völlig normal. Ja, sehe es mit Humor, wenn man einen Fehler macht. Ich finde das immer wichtig, dass man das Ganze optimistisch betrachtet. Und also, trotzdem nochmal die Sache. Völlig normal ist es, sich zu verspielen. Hey, natürlich verspiele ich mich auch. Und es würde mir gar nichts bringen, würde ich mir dann immer einen Kopf machen. Oh mein Gott, wieso schaffe ich das einfach nicht? Ne? Wieso soll man sich selbst runtermachen? Bringt ja gar nichts. Einfach beim nächsten Mal es versuchen, besser zu machen. Wenn es nicht klappt, okay. Also die Methode habe ich jetzt gezeigt beziehungsweise die Methoden, wie man es richtig einübt, meiner Meinung nach zeige ich in den verschiedenen Videos, in verschiedenen Kursen. Allerdings, ja, nochmal, jeder Mensch macht Fehler. Auch beim Musizieren, macht dir bitte keine Kopfschmerzen deswegen. Okay, ja, ansonsten, wenn du ihn noch nicht hast und weiterhin Tipps von mir bekommen möchtest, die du nicht bei YouTube finden kannst, die du nicht bei Facebook finden kannst, freue ich mich, wenn du hier unten dir mal einen kostenlosen Crashkurs anschaust, den du dir wirklich kostenlos anfordern kannst. Ist mittlerweile auch eine ziemlich coole Community, eine große Community an Klavierspielbegeisterten geworden. Da gibt es auch immer ganz viele Tipps und Tricks, die es hier nicht gibt. Am Anfang gibt es einen Anfänger-Crashkurs und danach gibt es aber auch immer weitere Tipps und Tricks. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Alles Gute.